Es kommt immer mal die Frage auf, ob sich Fibromyalgie in den Wechseljahren verändert. Wird es noch schlimmer oder vielleicht auch leichter? Damit habe ich mich beschäftigt, genau darum geht es heute. Ja, und die Anregung zu diesem Video, die kam übrigens von Kirsten. Kirsten, vielen Dank dafür. Ja, ich habe mich damals auch gefragt, ob die Wechseljahre wohl alles noch schlimmer machen. Und als ich dann wirklich mittendrin war, da war ich eigentlich eher froh, denn mit dem Ende der Regelblutung verschwanden auch diese entsetzlich starken Regelschmerzen, die mich jahrzehntelang so enorm belastet haben. Das war wirklich schlimm für mich. Und was sich bei mir mit den Wechseljahren ansonsten noch verändert hat, das erzähle ich gleich noch. Und später geht es auch noch darum, wie andere mit dieser Zeit umgehen und was sich in Gesprächen als hilfreich gezeigt hat. Ich bin Carola, selbst von Fibromyalgie betroffen und ich wollte wissen, wie die Wechseljahre damit zusammenhängen. Dafür habe ich mir Studien und Fachartikel angeschaut und natürlich auch eure vielen Kommentare. So bekomme ich ein etwas vollständigeres Bild. Als ich in die Wechseljahre kam, da war es für mich erstmal eine Erleichterung, weil, wie gesagt, diese starken Regelschmerzen endlich nachgelassen haben. Und später habe ich dann noch so ein bisschen Schwitzen dazu bekommen, aber das war es dann auch. Es gab also bei mir keine große Verschlechterung, wie man das sonst oft hört. Und ich vermute, das liegt auch an meiner Ernährung. Ich esse ja seit vielen Jahren kohlenhydratarm und das scheint irgendwie gerade in dieser Lebensphase ja vorteilhaft zu sein, denn wenn die Östrogenwirkung nachlässt, reagiert der Körper oft empfindlicher auf Zucker. Das ist nachgewiesen, das ist bekannt. Der Blutzucker kann dann leichter schwanken. Viele wissen das natürlich nicht, aber es passt zu dem, was ich schon oft von anderen gehört habe, nämlich mehr Müdigkeit, Stimmungsschwankungen oder eben auch nächtliches Schwitzen zum Beispiel. All das gibt es auch bei Blutzuckerschwankungen. Wenn du dir das hier nämlich mal anschaust, das sind typische Symptome bei instabilem Blutzucker. Und viele davon kennen wir ja auch von der Fibromyalgie. Viele dieser Punkte überschneiden sich mit Beschwerden in den Wechseljahren. Und übrigens, diese Übersicht stammt aus dem Buch von Dr. St. Amand. Und ich finde, das zeigt sehr deutlich, dass viele dieser Symptome eben auch mit den Kohlenhydraten zusammenhängen können, verstärkt durch den Östrogenmangel. Und deshalb denke ich, dass eine kohlenhydratarme Ernährung helfen kann, den Blutzucker ruhiger zu halten und damit vielleicht auch einige dieser Beschwerden abzufedern. Das ist natürlich keine Garantie, aber ich vermute, dass ich gerade durch diese Ernährung so wenig Beschwerden hatte. Das ist für mich eigentlich die einzige Erklärung. Ich wüsste nicht, warum das bei mir anders sein sollte, sonst als bei anderen. Ja, wenn man sich die Kommentare unter meinen YouTube-Videos anschaut, dann merkt man schnell, die Erfahrungen mit den Wechseljahren, die sind sehr unterschiedlich. Viele berichten, dass, wie gesagt, Schmerzen, Schlaf und auch die Stimmung in dieser Zeit deutlich schlimmer wurden. Und eine Frau hat mal geschrieben, sie wacht jede Nacht schweißgebadet auf und fühlt sich morgens, als hätte sie gar nicht geschlafen. Und das geht mir übrigens genauso, wenn ich Kohlenhydrate esse. Dann habe ich genau das gleiche Problem. Und eine andere meinte, sie wäre morgens schon so erschöpft, dass sie kaum in den Tag kommt. Auch das kenne ich im Zusammenhang mit Kohlenhydraten. Ja, und mehrere Frauen erzählen auch, dass die Fibromyalgie mit den Wechseljahren überhaupt erst richtig angefangen hat. Eine schrieb, sie hat das Ganze lange den Wechseljahren zugeschrieben, bis sie dann irgendwann später die Fibromyalgie-Diagnose bekam. Aber es gibt auch ganz andere Erfahrungen. Eine Zuschauerin hat berichtet, dass ihre Migräne in den Wechseljahren deutlich nachgelassen hat. Dafür bekam sie aber neue Beschwerden, zum Beispiel Muskelschmerzen und Erschöpfung. Und eine andere hat geschrieben, dass es nach der Menopause bei ihr wieder ruhiger wurde, vor allem nachts. Ja, und einige erzählen, dass sie eine Hormontherapie ausprobiert haben. Und bei manchen half das. Andere berichteten auch, dass es dann nach dem Absetzen wieder stärker wurde. Ein paar von euch haben auch über Gewichtszunahme oder Wassereinlagerungen geschrieben. Das sind ja meist Dinge, die plötzlich auftreten, wo man gar nicht weiß, was das sein kann. Und manche berichten, dass sich das mit einer kohlenhydratarmen Ernährung wieder stabilisiert hat. Einige schreiben auch, dass sie in dieser Zeit viel sensibler oder gereizter waren, als würde der Körper und das Nervensystem auf kleinste Veränderungen eben einfach viel stärker reagieren. Ja, und bei manchen kamen auch Themen dazu, weitere Dinge wie Schilddrüse oder Hashimoto. Und das macht es dann natürlich noch schwerer, die Ursachen zu erkennen.
Und immer wieder schreiben Betroffene, dass sie lange gar nicht wussten, ob ihre Symptome von der Fibro oder von den Wechseljahren kommen. Und ich habe übrigens auch mal eine kleine Umfrage auf meinem WhatsApp-Kanal gestartet, um herauszufinden, wie ihr die Wechseljahre erlebt. Das Ergebnis zeige ich euch gleich noch. Und ich sage euch, das ist ziemlich eindeutig. Zuerst habe ich mir aber das Thema Wechseljahre und Fibromyalgie noch ein bisschen genauer angeschaut. Vor allem, warum diese Lebensphase für viele so ein Wendepunkt ist und ob sich die hormonellen Veränderungen überhaupt klar von der Fibro trennen lassen. Und ich habe herausgefunden, viele Symptome überschneiden sich. Es wird immer wieder genannt Schlafstörungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, wobei Gelenkschmerzen ist ja nicht unbedingt so ganz typisch Fibro. Stimmungsschwankungen oder auch dieser typische Brain Fog. Kein Wunder also, dass man das oft gar nicht klar auseinanderhalten kann. Und ich glaube, der Unterschied liegt wohl eher in der Ursache. Bei Fibromyalgie ist das Nervensystem insgesamt empfindlicher und reagiert eben viel stärker auf Belastungen, körperlich wie auch seelisch. Und dadurch werden eben Schmerzen, Erschöpfung oder Reize intensiver wahrgenommen. Und in den Wechseljahren aber, da spielen vor allem hormonelle Veränderungen eine Rolle. Eben insbesondere das Östrogen, das nachlassende Östrogen und auch Progesteron. Und diese Veränderungen, die wirken sich dann eben auch auf Schlaf, auf Stimmung und auf Energie aus. Und die können dann die Fibrosymptome zusätzlich verstärken. Und genau das ist vermutlich der Grund, warum manche den Eindruck haben, dass sich die Fibromyalgie in den Wechseljahren verschlechtert. Oft sind es wohl nicht neue Symptome, sondern hormonelle Veränderungen, die das, was schon da ist, noch deutlicher spürbar machen. So meine Theorie. Ja, in Studien berichten viele Frauen mit Fibromyalgie, dass sich ihre Symptome in den Wechseljahren tatsächlich verstärkt haben, vor allem Schmerzen und Schlafprobleme. Und das spiegelt sich auch in meiner Umfrage auf dem WhatsApp-Kanal wider. Ein großer Teil von euch, fast 80%, hat angegeben, dass Schmerzen und Symptome in dieser Zeit zugenommen haben, während nur wenige von stabilen Phasen gesprochen haben. Und eine Besserung wurde praktisch gar nicht genannt. Falls du solche Umfragen künftig nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen WhatsApp-Kanal, dann bist du selbst dabei. Das ist kostenlos. Da gibt es kleine Umfragen, Infos und Gedanken rund um Fibromyalgie. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ja, zurück zum Thema. Wenn du dir unsicher bist, welche Symptome eigentlich zur Fibromyalgie gehören, dann schau in dieses Video hier rein. Darin zeige ich dir, woran du Fibromyalgie-Symptome erkennen kannst und welche auch häufig übersehen werden. In Gesprächen und in euren Kommentaren tauchen immer wieder bestimmte Themen auf, eben vor allem Hitzewallungen, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen. Und kommen wir deshalb nun zu den Dingen, die viele als hilfreich oder unterstützend empfinden, also zu dem, was im Alltag etwas Erleichterung bringen kann. Einige berichten, dass ihnen regelmäßige Bewegung hilft, zum Beispiel spazieren gehen. Manche können auch Pilates machen oder schwimmen gehen, je nachdem eben, was für einen selbst möglich ist. Und das kann sich positiv auf Hormonhaushalt, auf Stimmung und Hitzewallung auswirken. Wichtig ist nur, dass man es regelmäßig macht. Ja, und auch Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder Massagen helfen manchen Menschen mit Fibromyalgie in den Wechseljahren. Ich selbst bin mit professionellen Massagen nie gut klargekommen und ich nutze deshalb das Donnerberg Massagegerät. Das kann gerade im Nacken- und Schulterbereich sehr entspannend sein. Falls dich das interessiert, Infos findest du in der Videobeschreibung. Ja, ein Thema, das immer wieder auftaucht und man hört es hier ja auch schon raus, das ist die Ernährung, vor allem eine kohlenhydratarme Ernährung. Die kann helfen, den Blutzucker ruhiger zu halten und eben ein stabiler Blutzucker kann dann Hormonschwankungen und Energieeinbrüche abmildern und sich dann eben positiv auf Schlaf, auf Stimmung, Schmerzempfinden und auch vieles weiteres positiv auswirken. Ich weiß, dass viele an diesem Punkt gar nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen. Und genau dabei helfe ich mit meinem 1:1 Ernährungscoaching zur kohlenhydratarmen Ernährung bei Fibromyalgie. Falls dich das interessiert, in der Videobeschreibung findest du mehr Infos. Und eins ist noch wichtig. Wenn die Beschwerden stärker werden oder sehr belasten, dann lass das am besten ärztlich abklären. Da gibt es ja auch oft noch Möglichkeiten. Ja, und mich würde natürlich interessieren, was hat dir in dieser Zeit besonders geholfen? Was hast du gemacht? War es Ernährung, Bewegung, Entspannung oder vielleicht was ganz anderes?
Schreibt das doch mal in die Kommentare, dann können wir alle voneinander lernen. Ja, ihr seht, es gibt nicht die eine Antwort. Manche erleben Verschlechterungen, einige bleiben stabil, das ist sehr individuell. Und vielleicht bist du jetzt neugierig geworden auf das Thema Ernährung. Dann schau dir unbedingt mein Video 3 Ernährungsfehler, die Fibromyalgie verschlimmern an. Darin erfährst du, welche typischen Ernährungsfallen die Symptome verschlimmern können und was du stattdessen tun kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.